Innere Unruhe, Sorgen über Sorgen, hoher Puls und das Gefühl, neben sich zu stehen. Das sind nur einige wenige Symptome, die Menschen haben, die unter einer Angststörung leiden. Die Frage aller Fragen ist, bleibt das für immer? Eine berechtigte Sorge. Denn wer unter einer Angststörung leidet, der hat nicht nur einfach diese Gefühle von Angst, sondern er hat sie sehr lange. Und er hat sie vor allen Dingen immer wieder. Und dieses Gefühl schränkt ein. Denn dieses Gefühl sorgt dafür, dass wir uns geschützt fühlen. Geschützt von Dingen, die im Außen passieren können. Das heißt, wenn uns jemand angreift oder überfällt. Aber scheinbar ist das so, dass es bei diesen Menschen außer Kontrolle geraten ist. Die Betroffenen haben in dem schlimmsten Fall sogar Angst, einfach nur rauszugehen und den Müll wegzuschmeißen. Das muss man sich einmal vorstellen. Wenn die Angst so viel Überhand über einen genommen hat, dann spricht man von einer Angststörung. Doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Angststörung und Angst, die alle Menschen haben? Zunächst einmal bleibt Angst immer Angst. Egal, ob die Person eine Angststörung hat oder nicht eine Angststörung. Denn was ist denn eigentlich eine Angststörung? Eine Angststörung ist nichts anderes, dass das Gefühl der Angst einfach immer wieder kommt. Es in der Situation objektiv, hört zu, objektiv übertrieben ist. Subjektiv ist es aber mental immer dasselbe Problem. Denn mental entstehen Ängste über unsere eigenen Gedanken im Kopf. Das heißt, welche Geschichten ich mir über die Situation X in der Zukunft erzähle, reagiere ich dementsprechend drauf. Wenn ich dementsprechend darauf reagiere, bekomme ich auf der mentalen Ebene immer Angst. Das ist erstmal ganz normal. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die Angst auslösen können. Das sind zum Beispiel innere Prozesse. Das kann zum Beispiel sein, dass man Probleme hat mit der Schilddrüse. Es kann aber auch sein, dass man vielleicht exogen irgendwas eingenommen hat, wie zu viel Alkohol. Es können auch Missbrauch von Medikamenten dafür sorgen, dass wir solche Angstsymptome im Körper bekommen. Auch ein hoher Puls, der von alleine, also nicht von der Angst, sondern der durch zum Beispiel Bewegungsmangel gekommen ist, kann Ängste in uns ausschüren. Auch ein hoher Blutdruck kann Angst machen. Es kann aber auch sein, dass verschiedene Veränderungen im Körper in uns in der körperlichen Ebene Angst auslösen. Wir sollten also den Auslöser finden, um die übertriebene Angst zu eliminieren. Ja, das ist in der Praxis leider nicht immer so einfach, denn wenn man einmal den Auslöser gefunden hat und ihn dann benennt und die betroffene Person dessen sich auch bewusst ist, stimmt, das ist der Auslöser und das kommt auch so rüber und es macht auch alles Sinn, hat bereits die Angst mental sehr viele Zweifel oben gesät. Das tut dann sich zum Beispiel äußern unter Zwangsgedanken und dann gehen die Zweifel erst so richtig los und das darfst du verstehen. Das ist nämlich dieses Problem, denn wenn du die ganze Zeit jetzt anzweifelst, woher kommt die Angst und nach Gründen suchst und jetzt anfängst dich zu fragen, da muss man doch objektiv keine Angst haben. Da passiert doch nichts. Mir ist doch bewusst, wenn ich den Müll raustrage, dass da keine Angst kommt. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Dann fangen da oft ganz verschiedene Dinge an, erst recht in Gang zu kommen. Es entwickeln sich oft Hypochondrien, weil man dann zum Beispiel anfängt, was ist eigentlich mit meinem Herzen los? Was ist da los? Was ist mit meinem Blutdruck etc.? Und jetzt dann gehen die Zweifel über Zweifel immer weiter los. Ein weiterer Faktor ist diese Hypervigilanz, die sich die Menschen dann aneignen. Diese Selbstbeobachtung, die ganze Zeit nach innen zu schauen. Wenn du wissen möchtest, wie eine Hypervigilanz funktioniert, verlinke ich das hier einmal hier oben auf den i. Und dieses Problem sind eines der Hauptfaktoren, wenn es ums Mentale geht, dass eine Angststörung aufrechterhalten bleibt. Aber für immer? Das wollten Wissenschaftler jetzt auch wissen. Und sie haben sich auf die Suche gemacht und ein Experiment ausgeführt. Sie haben 900 Probanden genommen mit Angststörung und 900 Probanden, die keine Angststörung haben. Sie haben verschiedene Bluttests gemacht und sind auf etwas gestoßen, das dich interessieren wird. Es gibt tatsächlich ein Angstgen. Der Name dieses Angstgens, blende ich hier auch hier mal kurz ein, heißt kurz gesagt TMEM132D. Dieses Gen ist herausgekommen, dass bei den Menschen, die 900 Probanden, die eine Angststörung haben, mutiert ist. Das heißt,
Teile dieses Gens waren tatsächlich bei fast allen, so der Studie zufolge, haben die Wissenschaftler herausgefunden, mutiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Menschen, die Angststörungen haben, zu einem großen Teil ein mutiertes Gen haben. Sie konnten zwar nicht herausfinden, warum es bei ihnen so ist und bei den anderen nicht. Es könnte aber naheliegen, dass durch die ganzen Ängste, die man sich selber antrainiert hat, dass dieses Gen erst mutiert. Jetzt hat man herausgefunden, dass dieses Gen sehr stark überreizt ist und durch diese Überreizung und Hyperaktivität streut es mehr Proteine in die Region des Thalamus, also ein Teil unseres Gehirnes, das unter anderem für Gefühle zuständig ist, aber auch in der Region der Amygdala. Sie forschen jetzt daran und sind sehr, sehr neugierig, wie ich übrigens auch, was das alles zu tun hat mit diesen Ängsten und Panikattacken. Vielleicht hast du ja Interesse, dich vielleicht mal in dieser Universität vorzustellen. Das ist das Max-Planck-Institut in München. Vielleicht hast du Interesse, wenn du unter dieser Störung oder anderen Angststörungen leidest. Vielleicht kann man bei dir auch mal einen Gentest machen und herausfinden, ob dieses Gen bei dir auch mutiert. Ob jetzt eine Angststörung für immer bleibt, auch auf dieser Kenntnis dieses Gens, ist jetzt eine sehr spannende Frage, worauf ich gerne eingehen möchte. Da die Angst ja entweder ein mentales Problem ist oder ein körperliches oder vielleicht auch beides, müssen wir die zwei Dinge in Betracht ziehen. Betrachten wir einmal das Mentale. Angst baut auf Geschichten auf, die wir uns in der Zukunft erzählen. In den allermeisten Fällen im mentalen Bereich mit sogenannten Was-wäre-wenn-Gedanken, dann erzählen wir uns die Geschichte weiter und fangen an, die Geschichte anzuzweifeln oder ihr im schlimmsten Fall auch noch Glauben zu schenken. Das heißt, auf den mentalen Bereich haben wir sehr gute Techniken, wie wir mental die Angst besiegen können. Wie das Ganze funktioniert, hier auch mal kurz oben auf den i. Kommen wir einmal zu der körperlichen Ursache. Da wäre jetzt unter Umständen in Anbetracht dieser Studie dieses Gen eventuell in Betracht zu ziehen. Jetzt gehen wir einmal davon aus, das stimmt. Und ich zweifle das auch gar nicht an, dass Sie das entdeckt haben, dass dieses Gen mutiert ist. So bleibt jetzt aber in der körperlichen Ursache immer noch eines vorhanden. Denn dieses Gen ist ja jetzt hyperaktiv. Es ist praktisch gereizt, wenn man so möchte. Wenn ich mich aber, und das weiß man, immer und immer wieder richtig mit der Angst expositioniere, das heißt mit dir in Kontakt trete und sie wertungsfrei annehme, dann ist es doch so, egal ob jetzt einer das Gen mutiert hat oder nicht, dass die Angst auf natürliche Art und Weise irgendwann mal wieder abfließt. Klar, logisch. Das heißt also im Umkehrschluss, ob das Gen jetzt mutiert ist oder nicht, wenn ich die Angst lerne, wertungsfrei anzunehmen und nicht mental eingreife und mir diese ganzen Szenarien noch erzähle, was mit der Angst jetzt passiert, kann die Angst in mir wieder fließen. Wenn die Angst in mir wieder fließt, kann ich sie auch wieder integrieren. Was zur Folge hat, dass das überreizte, hyperaktive Gen sich auch wieder beruhigt. Ein kurzer Faktencheck zu allen Gefühlen, egal welche Gefühle. Gefühle werden ausgelöst durch Reaktionen entweder im Außen oder im Inneren. Das heißt, wie wir als Bewusstsein die Dinge im Außen oder im Inneren bewerten. Das bedeutet im Umkehrschluss, und das hat die Wissenschaft schon lange herausgefunden, dass jedes Gefühl eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nur 90 Sekunden bleibt, wenn wir es nicht festhalten. Was bedeutet das Ganze? Das bedeutet, ein Gefühl entsteht und unsere Reaktion auf diese Bewertung dieses Gefühls ist auf mentaler Ebene. Wir bewerten das Gefühl als gut, schlecht, wollen es weghaben, drücken es weg, erzählen Geschichten, halten daran fest. Das hast du vielleicht schon 1000-mal in deinem Leben erlebt. Jemand hat dich beleidigt oder du bist im Autoverkehr und der hat dich beschimpft und du kriegst eine Emotion. Normalerweise ist die Emotion tatsächlich in 90 Sekunden weg, auch wenn der sich so oder so benommen hat. Aber nein, du hältst daran fest.
weil du daran festhältst, was du sagst, den zahle ich's heim und heute zu Hause erzähle ich das meiner Frau und dieser Arsch und so weiter etc., hältst du dieses Gefühl der Wut fest. Das bedeutet, es kann nicht fließen. Und so ist es bei Angst ja auch. Das gilt für alle Gefühle. Gefühle sind chemische Reaktionen, die durch Reize im Außen und im Inneren entstehen. Das Mentale hier oben ist das Problem, was wir haben. Du solltest vielleicht mehr meditieren, dann wird dir das Ganze bewusster und im Alltag merkst du solche Vorgänge schneller in dir und kannst natürlich dann auch schneller eingreifen. Und wenn du jetzt meinst, du kommst immer noch nicht aus diesem Sumpf heraus und hast im schlimmsten Fall vielleicht schon depressive Symptome entwickelt, aufgrund, dass du dieses Gefühl hast, ich schaff's einfach nicht und dann stellt sich auch noch Hoffnungslosigkeit ein. Dann verlinke ich dir hier einmal ein Video auf der Endcard, wie du damit umgehen kannst. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Dein Quan, Namaste.